Nach der Beschichtung mit der Füllergrundierung muss natürlich das ganze Auto geschliffen werden. Hier sieht man kleine Unebenheiten. Das Dunkle sind Vertiefungen, die nicht mitgeschliffen werden. Wenn man das ganze Stück länger schleift, werden alle höheren Stellen abgeschliffen und die Vertiefungen verschwinden. Das ist der Grund für Füllergrundierung und dafür, dass sich diese in mehrere Schichten aufgetragen haben. Man braucht was zum Wegschleifen, um alles eben zu bekommen. Das, was hier bei sechsfacher Geschwindigkeit nach relativ wenig Arbeit aussieht, hat insgesamt knapp 10 Minuten gedauert. Und wenn zu wenig Material vorhanden ist, geht es beim Schleifen auch mal durch. Dann an der Stelle sofort aufhören und später nachgrundieren und nochmal schleifen. Hier sind die ganzen Teile des Autos. Komplett geschliffen und soweit es nötig war, nochmal gespachtelt, geschliffen, grundiert und nachgeschliffen. Die vorderen Kotflügel hatte ich mit Hammer und Gegenhalter komplett ausgebeult. Von den Verformungen sieht man nichts mehr. Die Füllergrundierung, 2 solche Bötten, zusammen mit Hertha 10 Kilo, ist fast aufgebraucht. Nachdem ich die Fensterbänke bereits lackiert hatte, habe ich für den Laderaum die Kamera geholt. Bitte berücksichtigt bei der Bildqualität, dass die GoPro jetzt in eine Plastikhülle, das zugehörige wasserdichte Gehäuse, steckt. Auch hier habe ich wieder Zeitraffer mit 6-facher Geschwindigkeit genutzt, denn du möchtest bestimmt nicht das Gras beim Wachsen zusehen.
Und so sieht danach der Aufenthaltsraum aus. Die Farbdose ist komplett leer, da war 5 Kilo Farbe drin. Ganz wichtig, das Datumblatt zur Farbe. Der Tisch versaut, der Boden voller Farbe, verbrauchte Einsätze für die Pistole. Waschverdünnung für die Lackierpistole. Da liegt die Lackierpistole in Einzelteile zerlegt eingelegt. Und jetzt gehen wir uns mal das Ergebnis ansehen. Bei den vorderen Türen habe ich natürlich die Bereiche, wo keine Türpappe hinkommt, mitlackiert. Die Staufachtür ist auch innen lackiert. Das alte Motorrad hat auch etwas abbekommen. Die hinteren Türen sind innen komplett lackiert, da kommt keine Türpappe ran. Das Fußbrett für die hinteren Insassen. Das kann für größere Leute rausgenommen werden. Die Trennwand für den restierenden Laderaum kann in 3 Positionen eingesetzt werden. Diese Ecken kommen hinten an den vorderen Kotflügel. Und das Auto, innen und außen.
Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Dafür, dass ich mit mir unbekanntes Material und Werkzeug gearbeitet habe, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Die Farbe ist überall da, wo sie hin soll, und sämtliche Durchrostungen sind weg. Wenn der Lack komplett durchgetrocknet ist, könnte man den nochmal aufpolieren. Aber für ein damals billiges Auto finde ich das jetzt eigentlich sogar passend. Wir haben damals nicht auf eine perfekt glatte Lattschicht geachtet. Ich denke, wenn alles zusammengebaut ist, sieht das eh wieder anders aus. Das sollte man erstmal abwarten. Immerhin war das jetzt auch keine Vollrestauration, sondern nur Rostentfernung und Lackieren.